Hallo, wir sind's wieder, die Piranhas. Und willkommen zu einer neuen Folge Piranha Becken TV. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Piranha Bytes Becken TV sage oder Piranha Bytes TV oder irgendwie so. Ich bringe das immer irgendwie alles durcheinander. Ist halt Messemodus, ne? Wir erzählen euch heute ein bisschen was über Öffentlichkeitsarbeit. Das da. Ja? Also wir fangen damit an. Also da fangen wir an, genau, richtig. Gut. Öffentlichkeitsarbeit. Warum machen wir das? Und was machen wir alles? Und warum machen wir das? Ja, was machen wir denn? Früher gab's ja nur fast nur so Zeitschriften und so. Ich meine, jeder, der ein bisschen länger schon Gamer ist, der kann sich dran erinnern, wie das war damals, wenn man die ersten Zeitschriften gekauft hat mit Computerspielen drin und so weiter, Powerplay und PC-Games und PC-Player und diese ganzen alten Dinger, die man am Kiosk noch kaufen konnte, mit den ganzen Helden der Jugend so, ja, die dann die ganzen tollen Spiele schon als erstes spielen durften und so. Heute sind wir Entwickler, heute sitzen wir an der anderen Seite der Ladentheke sozusagen, wie in einer Bar so, und müssen selber zusehen, dass die Leute Getränke kriegen. Ja, wie kam es dazu, dass wir überhaupt in die Öffentlichkeit gehen in der letzten Zeit? Ja, ja. Normalerweise haben wir ja immer in der Garage gesessen und haben vor uns hingeprutscht, sag ich mal. Und jetzt gehen wir in die Öffentlichkeit, wie das hier zum Beispiel. Warum? Warum eigentlich? Okay, schiebe ich den ersten Gedanken mal beiseite. Dann sag was dir gerade in den Kopf kommt. In den Kopf kam mir, dass mir aufgefallen ist, dass wir an der Tanke überhaupt nicht mehr viele Zeitschriften haben. Ach, guck mal. Da habe ich nur 3 gefunden diese Woche. Die GamePro, die Computerbild Spiele und die PC Games. Und woran liegt das? Und eine Zeitschrift, die hieß Fortnite. Ah, ja, guck mal. Ja, die haben ihr Special gekriegt. Ja, ist krass. Offensichtlich kaufen wirklich nur noch wenige Menschen diese Zeitschriften in der Form, dass man sie durchblättern kann. Das ist Papier, Jenny. Ne, ja. Wir sind ein bisschen durch den Wind, ne? Wir müssen erst mal reinkommen in diesen Modus, ja? Viele fragen uns auch immer irgendwie, sag mal, hast du nicht letzte Woche schon mal die Klamotten angehabt? Ja, guck mal, der hat immer nur dieselben Sachen an. Er hat aber auch sehr viele Hosen, die alle gleich sind. Ich glaube, es liegt nicht an der Hose, sondern mehr am Oberteil. Deswegen habe ich mir heute mal was anderes angezogen. Ich glaube, es liegt auch an der Hose. Ja? Obwohl ich das auch so mache. Wenn ich mal eine Hose gefunden habe, die tatsächlich passt, was ja oft nicht der Fall ist, und auch noch gut aussieht, dann kaufe ich die gleich mehrmals. An der Hose, ja? Also Hose habe ich glaube, in der jedenfalls Kamera gelesen. kann man die Hose überhaupt nicht sehen. Doch. Aber wir wollten über Öffentlichkeitsarbeit sprechen. Ja, also, genau. Also wie präsentierst du dich denn in der Öffentlichkeit? Warte mal. Also wir haben auf jeden Fall immer dieselben Sachen an, weil wir die Sachen im Blog aufnehmen. Auch, ja. Das heißt, dass wir 4 Folgen oder 5 Folgen, wenn wir es schaffen, an einem halben Tag abdrehen, ja, und dann entsprechend dann auch dann verteilen über den Monat, dass wöchentlich eine Folge erscheint. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass wir dann sozusagen auf Sachen nicht reagieren. Ja? Oder erst spät. Oder erst später, ja, wie zum Beispiel unsere Mikros. Ne? Ja. Warum hängt bei der Jenny denn immer das Mikro so doof im Gesicht? Ja, das hat 2 Gründe. Erstens, das ist nun mal das Equipment, was wir jetzt haben und damit müssen wir arbeiten. Zweitens ist das ein linksseitiges Mikro, was ziemlich doof ist, dann kann ich sich rumtun und dieser komische Schlauch, ich darf es nicht anfassen, sonst fange ich an zu rascheln, ist so lang, dass man das nicht vernünftig irgendwie an die Seite klemmen kann. Wir haben es mit Kabel versucht, es funktioniert nicht und wenn ich den zu weit vorm Mund habe, dann fange ich an zu pusten, unter der Nase kann ich es auch nicht tun irgendwie, also quetscht man das irgendwie an die Seite und dann sieht es halt ab und zu so aus, als hätte ich eine Clownsnase. Tut mir leid. Wir bemühen uns um was Neues, aber das ist echt nicht günstig und auch nicht einfach. Also, naja gut, okay. Also kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Jetzt habe ich mich verschluckt. Warum machen wir eigentlich Öffentlichkeitsarbeit? Genau. So. Ich würde sagen, das ist ein Zeitzeichen. Ne? Das heißt, dass viele Entwickler das momentan machen. Warum machen die das? Also erstmal glaube ich, dass Medien im Allgemeinen sehr viel mehr geworden sind und dass sehr viel mehr Menschen Zugang zu unterschiedlichen Medien haben. Stichwort Internet. Das ist ja auch das, was die Zeitschriften jetzt machen, also dass die gängigen tatsächlich dazu übergehen, Online-Magazine anzubieten oder Blogs oder Podcasts oder. Und es ist alles sehr viel mehr gestreut. Wenn wir irgendwen erreichen wollen, also zum Beispiel einen Kunden, der
potenziell Interesse hat, so ein Spiel zu spielen, wie wir es entwickeln, dann muss man sich überlegen, ja, wie erreicht man denn jetzt denjenigen? Und deswegen streuen wir mittlerweile auf so vielen unterschiedlichen Kanälen, die wir selbst auch beeinflussen können. Das ist dann die zweite Sache. Der Zugang dazu, selber etwas zu produzieren, was ein Kunde direkt vor Augen hat, ist ja auch sehr viel leichter. Damals musste man immer den Umweg gehen über den Journalismus. Und das machen wir jetzt natürlich auch noch. Das heißt, wir werden ab und zu angesprochen von irgendwelchen Journalisten oder irgendwelchen Leuten, die wollen Interviews haben, die wollen vielleicht ein schönes Cover haben für ihr Magazin, das es noch gibt, oder es gibt einen Podcast, bei dem man mitmachen soll, oder eine Talkrunde, bei der man mitmachen soll, oder man soll mal irgendeine Veranstaltung besuchen, oder. Und wir versuchen weitestgehend alles Mögliche, was uns zeitlich eben möglich ist, mitzunehmen. Und nebenbei versuchen wir halt auch auf unseren eigenen Kanälen ein Publikum, das Interesse daran hat, sich diesen Kram anzugucken, anzuhören, am Laufenden zu bleiben und wissen will, was wir gerade so veranstalten, machen, über unsere eigenen Kanäle zu informieren. Vor allem in der Zeit, wo halt nicht was Neues ansteht, so wie jetzt beispielsweise, waren wir in der Vergangenheit immer in einer Versenkung verschwunden. Ja? Das heißt also, wir haben vor der Garage gesessen, also in unserer Garage, so sinnbildlich wie früher halt so Teams man sich vorgestellt hat von 3 Leuten, die in der Garage sitzen, weil sie sonst keinen Platz in der Wohnung hatten. Und nur zu einem Release oder zu Release-Zeiten gab es diese diversen Presseinterviews. Das heißt, dass man tatsächlich da der Presse, ne, den Journalisten Rede und Antwort stehen musste. Heute gibt es Social Media. Ne? Es ist ja auch eine Philosophiefrage. Ja. Man kann natürlich auch, und das machen wir ja sowieso, eine Marketingphase für ein bestimmtes Spiel irgendwie planen. Das heißt, wir wissen ungefähr, ja, dann und dann kommt nochmal so irgendwie so ein Announcement und dann präsentieren wir, guck mal, wir haben hier was in petto irgendwie und das sieht schon auch einigermaßen nach irgendwas aus und das wird total geil, wenn das fertig ist irgendwie. So, und hier beginnt die Marketingphase. Und dann muss man irgendwie die Leute am Ball bleiben lassen. Weil am Kacken halten, wolltest du sagen. Ich habe nur eine andere Formulierung gesucht. Ja. Ist ja auch egal. Was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall den Hype aufrechterhalten. Ja, es ist gar nicht so einfach, über einen längeren Zeitraum den Hype aufrechtzuerhalten, denn wenn zum Release-Zeitpunkt sich kein Schwein für dein Spiel interessiert, ist das maximal schlecht. Und das wollen wir natürlich nicht. Also gibt es so eine Philosophie, wie lange darf denn so eine Marketingphase sein und mit wie viel Stuff musst du die füllen, damit das funktioniert und am Ende irgendwie zu Release alle Leute sagen, boah, geil, endlich kann ich das Ding kaufen und einige haben sich's vorbestellt, so dass wir auch sagen können, boah, Gott sei Dank irgendwie, wir haben unsere Kosten wieder eingespielt und dürfen weitermachen und sowas. Und jetzt gibt es verschiedene Dinge, die wir in der Vergangenheit schon mal gemacht haben. Zum Beispiel eine sehr kurze Marketingphase. Ich glaube, die Marketingphase von Risen 3, die war, glaube ich, nur 3-4 Monate lang. Super kurz war die. Halbes Jahr. Halbes Jahr. Ja. Ne? Halbes Jahr war die. Kommt ja auch immer drauf an, wo die Wahrnehmung ist. Ne? Das heißt also, dass jetzt irgendwie eine Bahn mit Risen 3 Werbung hier durch Ruhrgebiet fährt oder so in den letzten paar Wochen, kriegt vielleicht noch jemand mit oder so, aber wann fing das an, das ist immer so eine Sache. Richtig, ja. Das bedeutet aber auch, wenn du nur ein halbes Jahr hast, dass du einige Messen halt schlicht und ergreifend überhaupt nicht nutzt, weil du nur die mitnimmst, die in dem halben Jahr dann auch stattfinden. Ja. Bedeutet, dass du einen Teil des Publikums vielleicht gar nicht mehr erreichst, weil es so knapp ist. Bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass du schön knackig irgendwie Informationen raushauen kannst. Es gibt immer irgendwie was Neues und joha, hier ist das Spiel. War in dem Fall zu wenig. Wir selber hatten aber auch überhaupt nichts anderes, außer Journalisten, die uns angesprochen haben und unsere Community, die wir dort auch begleiten. Und dann haben wir gedacht, das war aber zu wenig, also haben wir es bei Elex dann genau andersrum gemacht. Haben gesagt, jetzt machen wir einfach alles Mögliche parallel. Irgendwie machen jetzt auch Facebook und Twitter und Instagram und jetzt sogar YouTube. Nicht, weil wir unser Spiel im Grunde genommen über die ganze Zeit promoten wollen, sondern weil wir die Hoffnung haben, dass wenn Leute, die sich sowieso für uns interessieren, da wir ja schon ein paar Spiele gemacht haben, uns begleiten können, verstehen, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir verschiedene Sachen handhaben, welche Ideen wir haben, wie wir verschiedene Themen beleuchten, so wie jetzt. Dann wird zum Zeitpunkt der Marketingphase fürs Spiel vielleicht schon Publikum da sein, das bereits Interesse hat.
und ja, die haben dann hoffentlich auch Bock, das dann weiter zu verfolgen bis zum Release. Denn so eine Entwicklungszeit bei uns dauert ja immer so, ja, so manchmal knapp 3 Jahre. Ungefähr 3 Jahre ist es immer im Schnitt, genau. Und das ist natürlich schon eine lange Zeit, die man da überbrücken muss. Naja, es gibt noch unterschiedliche andere Gründe, warum wir Öffentlichkeitsarbeit machen, nämlich zum Beispiel, wir müssen Öffentlichkeitsarbeit machen, einfach aus dem Grunde, weil es sehr viele Fragen an uns gibt. Und jetzt gibt es verschiedene Methoden, wie man damit umgehen kann. Entweder man macht irgendwie monatlich, man schreibt dann den Leuten direkt oder macht persönlich und so weiter. Das machen wir auch alles. Aber es sind so immer wiederkehrende Fragen, ja, die gerade so in den Foren und auch uns direkt gestellt werden und so weiter. Die versuchen wir hier auch dann zu beantworten und auch vernünftig mit Zeit und mit Anlauf zu beantworten, damit sie verstanden werden. Damit wir sowas haben, okay, du willst dieses Thema jetzt beleuchtet haben, warum machen wir diverse Sachen nicht? Guck dir doch mal dieses Video an, da erklären wir das. Mhm. Und zwar in epischer Breite, weil ansonsten würde uns das noch mehr Zeit kosten. Mhm. No? Was machen wir noch? Ne? Ja, was wir sagen können, ist auf jeden Fall, dass es auf den unterschiedlichen Plattformen auch unterschiedliche Zuschauer gibt. Ja? Es sind andere Leute, die sich auf Facebook rumtreiben. Also klar gibt es auch kleinere Schnittmengen von irgendwelchen Leuten, die alles interessiert, aber im Großen und Ganzen sind es tatsächlich unterschiedliche Leute, die sich dann auf Twitter rumtreiben oder lieber Instagram mögen, auch aus unterschiedlichen Ländern. Oder jetzt das Publikum, das bei YouTube zuschaut. Ja. Ne, es gibt halt häufig, das merkt man daran, dass eine Frage, die wir gerade eben aktuell beantwortet haben, das Video ist gerade online, guckt sich derjenige, der bei Facebook die Frage stellt, aber gar nicht an. Es gibt Schnittmenge, ne? Aber die ist nicht unbedingt immer groß. Ja. Und vor allem die Leute, die sich melden, die melden sich dann auch hier und melden sich da. Aber manchmal ist das genau dieselbe Person. Ja. Und kann auch vorkommen. Dann muss man halt gucken, dass man tatsächlich breit streut, damit man jeden, weil die sind ja halt irgendwo. Ne? Ich glaube, es gibt sogar Leute, die benutzen noch ICQ. Ne? Der Harry zumindest. Unser Harry. Was? Ja, ja. Ja. Okay, welche Sachen machen wir noch, damit wir es nicht zu langatmig machen? Ja. Wir machen Public Relation. Was bedeutet das? Wir treffen uns mit vielen Leuten, die tauschen uns da aus. Das heißt, wir selber Entwickler dürfen nicht nur hier bleiben, ja, und unser Spiel entwickeln, sondern müssen auch ein bisschen nach draußen gucken, müssen gucken, was andere Entwickler machen, was andere Fans treffen, Community treffen, so Zeugs machen wir. Ne? Dafür beispielsweise treffe ich mich einmal im Monat ungefähr, wenn mir die Zeit gegönnt ist, irgendwie, also wenn ich das schaffe, fahre ich irgendwo hin und mache da eine DevPlay-Folge. DevPlay ist ein Format von mehreren deutschen Entwicklern. Deck 13 ist dabei, Kingart ist dabei, Black Forest Games ist dabei, Keen Games, Jager hatten wir mal angesprochen, die wollten gerne mitmachen. Crytek hatte jetzt auch mal jemanden geschickt und so weiter. Dedalic war dabei. Cliffhanger Productions. Cliffhanger Productions, genau, mit Jan Wagner. Das waren so die mir jetzt so einfallen. Vielleicht habe ich den einen oder anderen vergessen, tut mir leid. Da machen wir einiges, das heißt, dass ich dann da auch ab und zu mal meine Birne in die Kamera halte und mal irgendwas Schlaues sage oder auch eben nicht. Was anderes, was wir noch machen, sind Vorträge halten an Universitäten, an so German Dev Days beispielsweise, habe ich das letzte Mal einen Vortrag gehalten über Masochismus beim Entwickeln von Open-World-Rollenspielen. Dieses Piranha-Becken TV machen wir. Ja, dann sind wir in diversen Streams, ja, sogar freizeitmäßig teilweise unterwegs. Momentan sehr häufig beim Olli im Unperfekthaus hier in Essen. Na? Unperfekthaus auch eine schöne Location für Gamer. Ja. Da sind unterschiedliche Künstler, die ihre Projekte vorstellen. Das ist ganz cool. Genau. Jetzt am 17. August bin ich im Zack eingeladen in Düsseldorf und soll dort auf die Bühne und ein bisschen was präsentieren und erzählen über uns und die aktuellen Spiele, die jetzt vielleicht auf der Gamescom vorgestellt werden. Ja, und auf der Messe sind wir vertreten. Das heißt, wir werden dieses Jahr einfach mal freizeitmäßig auf die Gamescom gehen. Wir waren auch schon auf der RPC, ne, hatten wir ja auch schon erzählt. Da haben wir eine ganze Menge Leute getroffen und so weiter. Aber zur Messen an sich machen wir nochmal eine gesonderte Folge und haben da auch eine ganze Menge zu erzählen. Haben wir denn überhaupt Zeit für sowas, für Öffentlichkeitsarbeit? Jetzt haben wir das alles irgendwie aufgezählt und so weiter. Könnte ja jemand auf die Idee kommen, so, macht ihr denn das Spiel? Ja, das ist ja immer so eine Sache von guten Vorsätzen und eine Sache, die sich mischt.
Ja, warum setzen uns nicht jede Woche hier hin, zum Beispiel, und drehen eine Folge Piranha Becken TV? Genau aus dem Grund. Wir haben jetzt Zeit irgendwie, einmal im Monat kriegt man das irgendwie hin, aber den Rest der Zeit müssen wir uns um andere Sachen kümmern. Darum machen wir das so im Blog. Darum machen wir es auch nicht jede Woche abends live, weil wir einfach gar nicht die Zeit hätten, uns abends hinzusetzen und zu sagen, so 2 Stunden quatschen wir jetzt mit der Community, obwohl das bestimmt total witzig wäre. Aber wir können Anregungen und Kommentare oder sowas mitnehmen irgendwie. Wir haben uns zum Beispiel total darüber gefreut, dass unser Monster-Video so viele Antworten generiert hat und ihr fleißig darunter geschrieben habt, welche Monster euch gefallen und welche nicht. Kommen wir zur nächsten Rubrik. Ich denke, ist klar, ne, was wir hier tun, hoffe ich. Ja. Haben bestimmt was vergessen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Du hast eine Community-Frage. Ich habe eine Community-Frage, genau. Es wurde gefragt, welche Programmiersprache benutzt ihr denn? C++. Ganz genau. Früher hatten wir, glaube ich, nur C benutzt, ne? Ganz früher irgendwie, aber C++ war ziemlich schnell unsere Programmiersprache. Da gibt es noch C# und diverse andere Sachen. Ne? Wir hatten eine eigene Skriptsprache entwickelt damals, die hieß Daedalus, so hieß die tatsächlich. Und mittlerweile haben wir umgestellt, dass sogar wir Storypuzzle, wenn wir irgendwelche Sachen einbauen in C++, tatsächlich auch reinprogrammieren. Das hört sich jetzt irgendwie wild an, ist aber eigentlich relativ einfach. Ich kann Skripte kopieren. Genau, man kann das machen, was der Vorgänger schon versaubeutelt hat. Einfach kopieren. Ja, C++ ist unsere Sprache. Das bleibt sie auch. Gut. Sollen wir noch eine Trophybox? Ja, genau. Jetzt machen wir eine Trophybox. Tada! Was ist die Trophybox? Das sind Sachen, die wir von euch bekommen, die uns sehr freuen, die wir hier präsentieren wollen. In Kurzform. Und wir haben gerade vom Unperfekthaus gesprochen, ja, hier in Essen. Und da gibt es jemanden, die Mamaku. Die Nies heißt die. Ne? Die häkelt sehr gerne. Und hat uns diesen Piranha hier gemacht. No? Sie häkelt sehr viele Sachen. Die Mamaku, ne, die ist auch so zu finden auf Twitch. Ne? Sie streamt ab und zu mal dort. Ab und zu streamt sie mal und die hat auch eine eigene Internetseite, wo man die ganzen anderen tollen Sachen, die sie häkelt, auch sehen kann. Das ist deshalb so toll, weil die häkelt solche Sachen echt aus dem FF. Den hat sie sich zum Beispiel selber ausgedacht, was wir großartig finden. Ja. Und ja, das ist, sie häkelt von Kleidung über vor allen Dingen so Tierchen, die hat so ein Alien gehäkelt, der sieht aus wie das Alien aus Alien. Ja. Ja, da ja so viele von euch gesagt haben, dass das euer Lieblingsmonster ist. Guckt euch den Alien mal an. Die hat da ganz viele Fotos und so von ihrem Stuff. Das ist wirklich geiles Zeug und Mama-Kuh. Wie schreibt man das? Mama und Kuh, ein Wort. Die Kuh, ja. Ne? Also die Kuh auf der Weide. Mama-Kuh. Ja. Mama-Kuh, genau. Jo. Super cool. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für den tollen Piranha. Jo, dann wären wir mit der ersten Folge dieses Blogs mal durch. Ne? Und ja, weitere Folgen jetzt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ja, schreibt mal ruhig eure Kommentare zu dem, was wir hier erzählt haben, unten drunter unter unser Video. Wir freuen uns immer über jedes Feedback, was wir von euch bekommen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ne? Und irgendwie, ja genau. Irgendwie müssen wir uns ja auch verdönsen.